und Freundschaft, wie es damals in der DDR hieß. Unterwegs mit dem Rallyefahrer und Bürgermeister von Bollberg, Walter Rosenkranz, der seinen nach ADMV-Reglement gebauten Trabant 601 zeigt. Also losgegangen ist es bei mir mit dem Motorsport 1967 etwa. Damals noch mit Moped oder Motorrad, kleine Rallyes gefahren. Zu der Zeit gab es auch noch Meisterschaftsläufe im Riesenslalom. Das war eigentlich eine schöne Sache. Da brauchte man jetzt kein großes Budget für irgendein großes Auto oder was. Und man hatte trotzdem seinen Spaß und hatte seinen Motorsport. Ich habe dann hier im MC Stadtroda bin ich dann eingetreten, habe dort diese ganze Sektion Rallye-Sport mit aufgebaut und übernommen. Habe dann als Rennleiter zweimal die Möhrenrallye geleitet und bin dann nach Jena gewechselt zum MC Carl Zeiss Jena, um dort die Carl Zeiss Rallye zweimal zu machen. Das waren alles 4 Meisterschaftsläufe für die damaligen Bezirke Karl-Marx-Stadt und Gera, die das zusammen gemacht haben, um mehr Veranstaltungen zu haben und halt auch vom Geld her das besser verteilen zu können. Ich bin dann in den aktiven Sport reingekommen, erstmal als sogenannter Schrauber, habe also Service gemacht für die damalige Rallye-Mannschaft vom MC Carl Zeiss Jena. Danach wurde ich dann als Mannschaftsleiter auch mit eingesetzt und habe dann 1982 das Feld gewechselt, in dem ich dann wirklich selber aktiv gefahren bin. 2 Jahre lang in der Bezirksmeisterschaft, dann war in Kamenz der Qualifikationslauf, das war damals Pflicht, sonst hat man keine Lizenz bekommen für die DDR-Meisterschaft. Und bin dann 6 Jahre lang in der DDR-Meisterschaft gefahren. Für unsere Verhältnisse als Amateurfahrer und als Clubfahrer war es, denke ich, recht gut. Wir waren, wenn das Auto gehalten hat, waren wir eigentlich immer unter den ersten 10. Der Trabant hat natürlich einige Modifizierungen, was vor allem der brachiale Motorsound sofort verrät. Mit Melkus-Stahlfelgen und geändertem Fahrwerk liegt der 1977 gebaute Trabant von Walter Rosenkranz, der selbst Jahrgang 1951 ist, satt auf der Straße. Also das ist ein Nachbau von meinem damaligen Wettbewerbsfahrzeug, ein sogenannter Gruppe A Trabant. Das heißt, es ist ein Serienauto, wo man aber Verbesserungen vornehmen kann. Das heißt Leistungssteigerung, anderes Fahrwerk, bessere Bremsen. Wir haben hier in dem Auto auch bloß noch 2 Sitze, also die Rücksitzbank, das ist alles ausgebaut worden wegen Gewicht. Und bei den Motoren gab es schon immer Unterschiede, je nachdem, wie man es fahren wollte. Man hat hier in dem Auto ist jetzt ein 3-Kanal-Motor eingebaut. Zum damaligen Zeitpunkt während der Wettkampfzeit haben wir 4-Kanal gefahren. Das sind also dann Leistungssteigerungen um fast das Doppelte. Der Serienmotor vom Trabant hat ja 26 PS. Mit dem 4-Kanal kommt man dann also schon etwas über 50 bis 55 PS. Der hier jetzt als 3-Kanaler, der hat etwa 40 bis 45 PS. Die Leistungssteigerung erreicht man, indem man die Einlasskanäle größer macht, die ganzen Steuerzeiten verändert. Dann, wie gesagt, einen 3. Kanal in der hinteren Laufbuchse hat, im hinteren Bereich der Laufbuchse. Die Verdichtung wird erhöht und so erreicht man dann halt die etwas größere Leistung. Bei den Bremsen sind hier die Wartburg-Bremsen eingebaut, die Trommelbremsen von Wartburg, sodass man das Auto halt vernünftig zum Stehen bekommt. Im Großen und Ganzen ist in dem Motorraum nicht viel anders als bei einem Serienauto. Die Domstrebe ist drin, soll verhindern, dass bei Schotterwegen, bei der Rallye, die Belastung halt für die Rathäuser ein bisschen eingedämmt wird, dass sich da nichts verbiegt. Und am Motor ist eigentlich die größten Sachen, die auffallen, sind die beiden großen
Lufteinlässe, der etwas dickere Luftschlauch, weil ja durch den erweiterten Einlass der Luftverbrauch größer ist. Ansonsten, wie gesagt, sieht alles recht serienmäßig aus hier drin. Wie stark der Zuspruch der Bevölkerung und der Zusammenhalt damals war, verdeutlicht diese kleine Anekdote. Das war die Pneumantrallye. Das Jahr kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall hatten wir unwahrscheinlich schlechtes Wetter. Es hat geregnet, sehr, sehr stark geregnet, sodass es eigentlich sinnlos war, irgendwelche Trainingsaufzeichnungen zu machen für die Sonderprüfung. Und mein Co-Pilot, der hat damals gemeint, wir nehmen einfach die Aufzeichnung vom vorigen Jahr, weil es die gleiche Sonderprüfung war. Und sind wir halt dann so gefahren. Und ungefähr 200 Meter vor dem Ziel war dann die Straße plötzlich zu Ende, weil es nass wurde oder nass war. Und wir hatten in der Aufzeichnung vom Vorjahr einen trockenen Asphalt mit einer 3 voll, also dritten Gang Vollgas um die Kurve. Und das war halt für die Witterungsbedingungen viel zu schnell. Und dann habe ich eigentlich nur noch das Lenkrad geradeaus gehalten. Ich habe gesehen, dass dort ein Graben war und habe Vollgas gegeben, um über den Graben drüber zu kommen. Aber durch den vielen Regen war das Feld dahinter so aufgeweicht, dass sich der Trabi wirklich festgesaugt hat im Schlamm. So, der Beifahrer kriegte die Tür gar nicht mehr auf. Ich wollte dann gerade aussteigen. Da standen 3, 4 Leute in solchen Ostfriesennerzen neben dem Auto. Und der eine schrie mich an, bleib sitzen. Und wir haben nichts dabei gedacht. Da haben die uns mit 10 Mann, haben die uns 2 mit dem Trabant rausgetragen auf die Straße, sodass wir weiterfahren konnten. Ansonsten wäre dort das Rennen für uns zu Ende gewesen, weil wir da aus eigener Kraft nie rausgekommen wären. Ersatzteile zu DDR-Zeiten zu bekommen, war ein Abenteuer für sich. Da ist verständlich, dass der eine oder andere Bürger aufgebracht war. Ja, wir hatten, es gab da zu bestimmten Rennen, gab es so Zuteilungsscheine für Reifen und für Ersatzteile. Und wir hatten halt, wir waren ja 3 Fahrzeuge in der Mannschaft von Carl Zeiss Jena und haben da halt 5 Auspuffanlagen gekriegt. Für meinen Trabant habe ich keine normale Serienauspufanlage gebraucht, weil da eine spezielle Auspuffanlage drunter ist. Und wir haben das Zeug eingeladen in unser Servicefahrzeug. Dann kam ein älterer Herr und hat sich fürchterlich aufgeregt, dass wir ja alles kaputt fahren würden. Und der Normalverbraucher kriegt keine Ersatzteile. Haben wir ihm halt eine von unseren 5 Auspuffanlagen verkauft. Und er hat sich gefreut. Auch äußerlich erfuhr der Rallye-Trabi ein paar Veränderungen. Man sieht an der Auspuffanlage, dass die ein bisschen länger ist, der Vorschalldämpfer. Das ist also typisch für die Gruppe A-Autos. Dann haben wir, wie gesagt, vorne die Wartburg-Trommelbremse verbaut und haben von Melkus Stahlfelgen drauf, die insgesamt eine Spurverbreiterung von 7 Zentimetern erbringen. Dann sind in der Regel die vorderen Federn etwas höher gesprengt, sodass das Auto bei Schotterstrecken nicht so schnell aufsetzt vorne. Und hinten ist der Sturz auch etwas geändert, damit hinten ein negativer Sturz ist, um die Stabilität bei schnellen Kurvendurchfahrten zu gewährleisten. Im Inneren des Autos haben wir eigentlich nur, je nach Größe des Geldbeutels, Zählwerk drin, um nach Bordbuch ordentlich fahren zu können. Dann, wie gesagt, Schalensitze, die Hosenträgergurte und halt Überrollbügel oder Überrollkäfig, je nachdem, wie es ausgestattet werden soll. Die hintere Sitzbank alles raus, die Innenverkleidung, das wurde alles leichter gemacht. Und die Werksmannschaften damals, die hatten einen Pappensatz dran, der war um die Hälfte dünner als die Serienpappe. Man durfte also schon beim Kleben der Startnummer nicht so sehr drücken, sonst wäre man hier reingefallen.
nichts, ne? Da prügelst du mit deinem Trabant hier da. Warum ist es ein Trabant? Das war mein erster Trabant, mit dem wir Rallye gefahren sind. Einen kleinen Einblick in die Memoiren, wie Walter Rosenkranz es selber nennt, zeigt ein bewegtes Leben. Damals die Bezirksmeisterschaften. Das war mal, sind alles halt Fotos von den ersten Veranstaltungen, die wir gefahren haben. Und das war, was ich vorhin mal erzählt habe, die Platzierung insgesamt von beiden Bezirken. Und in unserem Bezirk hatte ich dann halt gewonnen. So, das sind mal so ein paar Impressionen von damals. So sah aus, wenn wir angekommen sind, bevor die Veranstaltung losging. Und so sah man halt hinterher aus, wenn alles vorbei war. So, dann haben wir mal ein paar Sachen. Zu den damaligen Meisterschaftsläufen gehörte immer ein Slalom. Das war in Bezirksmeisterschaften so und das war auch in der DDR-Meisterschaft so. Es wurde immer Slalom gefahren. Und das wurde meistens publikumswirksam in irgendwelchen Wohngebieten gemacht, sodass wir da also wirklich Tausende von Zuschauern hatten. Das war schon ein tolles Gefühl, immer da zu fahren. Unfälle gab es zum Glück nicht viele. Doch ein schwerer Unfall blieb nicht aus. Mein einziger großer Crash, den ich hatte, bin ich auf dem Randstreifen gekommen, habe mich gedreht und bin rückwärts in einen Baum reingefahren. Der Baum, der stand dann quasi von hier unten bis in die Dachkante rein, sodass also der ganze hintere Teil vom Trabant war Schrott. Der Aufprall, der war zum Beispiel, der war so heftig, dass das Lenkrad so zusammengeklappt war. Man hatte also dann so einen Halbkreis vor sich. Es war damals halt wirklich eine schöne Zeit, weil der Zusammenhalt in dieser ganzen Rallye-Familie, der war wirklich groß. Also man konnte da auch mal an einen Servicepunkt fahren, der nicht zu einem gehört hat, wenn man irgendein Werkzeug gebraucht hat oder so. Und das war schon also wirklich eine schöne Zeit.